Hallo Pouring Freunde, hi Pouring Friends. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr endgültig den perfekten Engelsflügel hinbekommt, indem ihr die Sachen, die ich richtig gemacht habe, so macht wie ich und die Sachen, die ich falsch gemacht habe, eben anders macht. Also, los geht's. Hier ist erstmal das Gefäß. Wie ihr seht, habe ich ein großes Gefäß und in das Gefäß ein kleineres hineingeklebt. Dieses Gefäß steht auf einer noch verpackten Leinwand, damit, wenn irgendwas daneben geht, nicht die Leinwand, auf der ich malen will, beschmutzt wird. Ich fülle zuerst einmal den Rand mit meinen verschiedenen Farben. Bisher habe ich lila genommen und magenta. Jetzt kommt silbern dazu. Und hier schon mein erster Hinweis darauf, was ihr besser machen müsst, unbedingt. Nämlich anders als ich, solltet ihr den mittleren Becher, den großen Becher, vorher befüllen mit Weiß. Denn er war zwar festgeklebt, aber dadurch, dass sehr viel Farbe an den Rand auf den Boden lief, fing er dann doch an, sich zu lösen und zu schwimmen. Das hätte man verhindern können, indem man die weiße Farbe zuerst reingegossen hätte. Dann ist der mittlere Becher schwer und bleibt auch unten. Wie ihr seht, hat es sich schon gelohnt, dass ich eine Unterlage benutzt habe. Denn mit dem Lila habe ich etwas daneben gegossen und das ist jetzt auf der verpackten Leinwand gelandet. So, hier fülle ich jetzt den mittleren, relativ großen Becher mit Weiß auf. Wie gesagt, das würde ich beim nächsten Mal zuerst machen. Jetzt kommt noch ein kleiner Zusatzrest, weil es nicht genug war. Und hier stelle ich jetzt also die Leinwand, die noch verpackte, zur Seite, dass also das Übergelaufene trocknen kann und ich das anschließend entsorgen kann. Und jetzt kommen wir zur Leinwand. Das ist eine 40 cm Leinwand. Die sprühe ich vorher nass mit einer Blumendusche. Das habe ich bei irgendeinem Maler gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war auch nicht Acrylgießen unbedingt, das war irgendein Maler, der sagt, er macht es immer, also die Leinwand vorher einsprühen und dann mit Küchenpapier abwischen, damit man sie von Staub und Schmutz nochmal befreit und dann kann man gut malen und die Farben laufen auch besser und man kommt weiter damit. So, jetzt habe ich also die Leinwand angehoben, etwas schräg gehalten und aus meinem gebastelten Gefäß alles ausgegossen und es entsteht tatsächlich ein halbwegs schöner, vernünftiger Engelsflügel. Und nun der zweite Punkt, den ihr unbedingt beachten solltet: Wenn ihr einen Engelsflügel macht, benutzt keine quadratische Leinwand. So schön hätte der Engelsflügel aussehen können, wenn ich eine schmale Leinwand genommen hätte. Aber ich habe ein Quadrat genommen, 40 x 40, und das ist für einen Engelsflügel ungeeignet. Im Übrigen, jetzt sehe ich auch, dass die Lampe sich spiegelt in dem Bild. Ich bitte das zu entschuldigen. Das war, bevor da Farbe drauf war, noch nicht zu sehen. Ich muss jetzt hin und her schwenken, denn die weiße Fläche ist einfach zu groß. Zuerst versuche ich noch, die Form ein bisschen mehr zu definieren, indem ich den Rand mit Violett abgrenze, direkt aus der Flasche, und anschließend gehe ich hin und bestreiche die restlichen, den Negative Space, wie sich das nennt,
den Teil des Bildes, wo sich keine Farbe befindet, mit Weiß. Das Weiß verstreiche ich noch mit einem Teigschaber bis zum Rand hin. Nicht perfekt, aber immerhin etwas verstrichen, damit gleich, wenn ich die Leinwand anfange zu schwenken, die Farbe möglichst schnell und leicht bis zu den Ecken fließen kann und nicht allzu viel von den schönen Zellen, die ich jetzt habe, verloren gehen. Den Widerschein der Lampe bitte ich zu entschuldigen, das hatte ich zuerst nicht gesehen. Als sich noch keine Farbe auf der Leinwand befand, hat sich auch nichts gespiegelt. So, wie ihr sehen könnt, hat es gewirkt. Durch das Weiß läuft die Farbe jetzt sehr viel leichter zu den Ecken und die meisten schönen Zellen sind mir doch erhalten geblieben. So, und damit wisst ihr jetzt, was ihr machen müsst, beziehungsweise was ihr besser machen müsst als ich, um am Ende einen perfekten Engelsflügel zu erhalten. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch da, kommentiert, teilt und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Freitag bei einer neuen Ausgabe von Acrylbilder gießen. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich. Tschüss!